Hello, this is just a short disclaimer for my English-speaking viewers. This video will be in German since it covers the topic that I'm currently learning for university, and my university language is German. Therefore, please excuse the inconvenience that you probably won't understand this video, but there will be videos coming in English on other subjects, but this one will be German. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Paul, ich bin ein Biochemie-Student in Deutschland und gerade für solche sehr konzepthaltigen Fächer ist es sehr praktisch, das Ganze dadurch zu lernen, anderen Leuten es beizubringen. Und da ich es ansonsten einfach hier links auf dem Sessel so erklären würde, ohne jemanden vor mir, kann ich es auch in die Kamera erklären, das Ganze hochladen und helfe damit, vielleicht dir noch das Ganze etwas besser zu verstehen. In dieser Videoreihe werde ich prinzipiell eher darauf eingehen, wie bestimmte Prozesse ablaufen, als auf Faktenwissen. Denn Faktenwissen lerne ich nach wie vor mit dem Programm Anki, was auch in den USA von vielen Medizinstudenten verwendet wird und was mir da sehr weiterhilft. Nur solche Sachen, so Prozesse und was dann nacheinander abläuft, lässt sich mit Anki nicht so schön lernen und da funktionieren eben solche Techniken besser. Darum mache ich das Ganze so. Das heißt, dieses Video ist kein ich gebe euch Fakten zu diesem Thema, sondern ich erkläre ein bestimmtes Konzept. Das heißt, die entsprechenden Begriffe und sowas werden mehr oder weniger eben vorausgesetzt. Es geht hier jetzt um konzeptionelles Verstehen.